Hallo! Ihr kennt ja vielleicht Spiele wie zum Beispiel League of Legends oder auch Dota und solche Spiele haben öfter mal so einen Modus, der nennt sich Teamfight Tactics in League of Legends oder auch Auto Chess in Dota. Und ich als großer Pokémon-Fan warte natürlich schon eine ganze Weile auf so einen Modus im Bereich von Pokémon, weil es passt einfach wie die Faust aufs Auge, weil im Pokémon haben wir natürlich Entwicklungen, wir haben Gegenstände, die die Pokémon tragen können, wir haben verschieden starke Pokémon und natürlich auch legendäre und mythische Pokémon. Und genau aus diesen Gründen habe ich schon seit einer ganzen Weile gehofft, dass es da mal einen guten Modus gibt für die Pokémon-Fans unter uns. Und jetzt gibt es eine gute Nachricht, Leute, denn so einen Modus gibt es bereits. Aber wie bei all guten Nachrichten gibt es auch da einen kleinen Haken, denn diesen Modus gibt es nur im offiziellen Pokémon Unite, aber leider in China. Und für die Leute unter euch, die genauso wie ich sagen, ey, die Sprachbarriere, die ist mir egal, ich will dieses Spiel trotzdem genießen, zeige ich jetzt mal ein kleines Tutorial, wie das Ganze funktioniert. Ich spiele das Spiel zum Beispiel am PC und deswegen zeige ich euch auch zuerst den Installationsweg, wie ihr das Ganze am PC installieren könnt. Und zwar braucht ihr dafür zuerst einen Emulator. Ich habe hier zum Beispiel den Mumu Player 12 bei mir auf dem PC. Ihr könnt natürlich auch einen anderen benutzen, wie BlueStacks oder sowas, aber ich finde den Mumu Player 12 sehr gut von der Leistung her. Und ihr habt in dem Emulator habt ihr auch immer einen Browser. Das heißt, wir klicken hier auf den Browser und geben oben in die Suchleiste ein unite.qq.com und dann landen wir auf der offiziellen chinesischen Seite von Pokémon Unite. Und hier müsst ihr gar nicht viel machen. Der erste Link quasi, also hier oben habt ihr das Symbol von dem Spiel und rechts ist quasi der Bereich, dass ihr das Spiel downloaden könnt, weil so downloadet ihr es quasi direkt auf dem Emulator. Also ich brauche es jetzt nicht machen, weil ich es schon habe. Deswegen schließe ich es einfach wieder. Wenn ihr dann zum Beispiel im Mumu Player seid, dann geht ihr hier rauf auf Files und hier auf Downloads. Und dann seht ihr schon, dass hier quasi der Mumu Player mit drin ist. Klickt drauf zum Installieren und dann habt ihr diesen Bereich. Es gibt aber noch etwas weiteres, was ihr beachten müsst. Und zwar gibt es ja eine Art chinesisches WhatsApp. Und das braucht ihr auf jeden Fall. Also hier seht ihr das schon bei mir auf dem Handy. Das ist grün, das heißt WeChat. Also guckt da mal in eurem Play Store, sowohl bei Android als auch am iPhone funktioniert das Ganze, dass ihr quasi in eurem Play Store euch den WeChat-Assistenten runterladet und installiert. Wichtig hierbei ist zu beachten, Leute, dass ihr WeChat halt wirklich auf dem Handy installiert, weil klar, man könnte es jetzt auch hier installieren, aber ihr müsst da immer quasi eine Telefonnummer hinterlegen, wie es bei WhatsApp ja auch normal ist. Also ihr braucht WeChat, ihr braucht einen Emulator und ihr müsst euch auf unite.qq.com das Spiel runterladen. Wenn ihr das alles habt, könnt ihr quasi das Spiel einmal starten. Ich habe mich da jetzt zwar schon angemeldet, aber das ist relativ selbsterklärend. Ihr klickt euch quasi die ganze Zeit durch. Dann ist meistens, wenn ihr im Spiel seid, habt ihr einen QR-Code von WeChat. Den müsst ihr mit eurem Handy dann scannen, nachdem ihr euch bei WeChat komplett angemeldet habt und die Sachen verifiziert habt quasi, also eure Handynummer verifiziert habt. Könnt ihr einfach in Pokémon Unite im Chinesischen, könnt ihr diesen QR-Code dann scannen und dann seid ihr einsatzbereit. Okay, so weit, so gut, würde ich sagen. Und jetzt seid ihr schon im offiziellen chinesischen Pokémon Unite. Und wie ihr seht, haben die Chinesen sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben als unsere europäischen Kollegen von Pokémon Unite. Also es sieht schon wirklich, finde ich, um einiges besser aus. Das Spiel macht viel mehr Spaß. An der Stelle, ich bin jetzt quasi schon Level 21, weil ich das Spiel wirklich hart gesuchtet habe. Aber wenn ihr jetzt an der Stelle seid, ihr habt das Spiel gerade quasi frisch installiert, müsst ihr erstmal das Tutorial machen. Also das ganz normale Tutorial, dann müsst ihr bis Level 6 oder Level 7 müsst ihr das Spiel spielen, damit ihr quasi diesen Modus freischaltet. Also ich zeige euch das mal ganz kurz. Also hier unten rechts seht ihr schon auf diesen Bereich hier, der gerade hinter mir so schön versteckt ist, müsst ihr raufklicken, um den neuen TFT-Modus zu spielen. Ihr seht ja schon, 3371 Punkte habe ich gesammelt. Dann müsst ihr auf diesen Bereich raufklicken. Und dann ist hier unten rechts quasi, ja, seht das? Da solltet ihr es sehen, ist ein oranger Button, da könnt ihr raufklicken und dann beginnt das Spiel, weil ich würde euch ganz gerne noch kurz das Spiel einmal erklären für die Leute, die solche Art von Spielen noch gar nicht kennen, also die weder in League of Legends den Modus Teamfight Tactics kennen oder auch den Modus Auto Chess in Dota. Okay, das Spiel startet und ihr seht schon das Spielfeld, das ist ähnlich wie ein Schachfeld aufgebaut. Also ihr bekommt hier quasi erstmal eine Einheit, macht euch da keine Sorgen, was dieses orangefarbene um das Pokémon drum ist, das ist völlig egal. Jeder Kasten kann quasi mit einem Pokémon besetzt werden. Ich sehe gerade, ich habe den Sound noch aus, ich kann ihn einfach mal anmachen, also es ist jetzt relativ unspektakulär, würde ich sagen, der Ingame-Sound, aber wir lassen ihn trotzdem mal an. Also ihr habt quasi ein Schachfeld, was in 2 Parteien geregelt ist. Hier ist quasi immer die Seite des Gegners und hier in der Mitte ist unsere Seite. Und ihr seht, ich habe jetzt quasi schon das erste Pokémon und habe gerade noch einen Nachtara bekommen.
Das heißt, Nachtara kann ich jetzt zum Beispiel in die Frontline setzen, ihn auch, weil ihr seht natürlich hier auch das Schildsymbol, das heißt, er ist ein Tank und er ist ein Heiler. Und ganz wichtig, in solchen Modi ist es immer so, dass man 3 Ein-Sterne-Einheiten braucht, damit sich das Pokémon in die 2-Sterne-Einheit verwandelt. Und dann braucht ihr insgesamt 9 Ein-Sterne-Einheiten, damit sich das Pokémon in die maximale Stufe verwandelt. Und zwar in 3 Sterne. Das ist dann die höchste Wertung. Und hier ist es auch so wie in vielen anderen Spielen, dass die Pokémon sich dann quasi entwickeln. Das heißt, dass das Ein-Stern-Pokémon zum Beispiel dann Glumanda ist. Mit 2 Sternen wird es dann zu Glutexo und mit 3 Sternen wird es dann zu Glurak. Also das Spiel hier hat es wirklich gut umgesetzt, dass man quasi auch die Entwicklung und die Steigerung der Kraft am Pokémon selber sieht. Aber das ist nur der erste Anfang, Leute. Hinter mir jetzt, der Bereich hier zeigt quasi an, das ist der Shop. Den könnt ihr aufmachen. Jetzt ist natürlich, haben wir erstmal einen Gegenstand mitgenommen. Hier habe ich übrigens noch eine gute Lösung später für euch, weil ich habe hier natürlich auch meine Sprachbarriere. Ich kann auch nicht rauslesen, was das Ganze hier ist, aber ich weiß, dass dieser Gegenstand zum Beispiel 20% Schadenssenkung verursacht, dass der Gegner quasi 20% weniger Schaden verursacht. Und wenn man den Kampf verliert, kriegt man nochmal extra Erfahrungspunkte. Woher ich das weiß, zeige ich euch am Ende des Videos. Aber jetzt nehme ich erstmal von allem etwas mit. Und das würde ich euch auch immer empfehlen, quasi am Anfang alles mitzunehmen, damit ihr eine breite Vielfalt habt, in welche Richtung sich euer Team noch entwickelt. Aber ich habe euch gerade das hier erklärt, das ist quasi der Shop. Hier seht ihr jetzt, welche Pokémon noch im Shop angeboten werden. Und der Bereich hier, also der ist quasi zum Leveln. Ihr seht jetzt, ich habe 4 von 8. Wenn ich die 8 Punkte voll habe, dann steige ich quasi ein Level. Und also wenn ich jetzt hier zum Beispiel raufklicke, seht ihr, ich habe jetzt 2 von 3 Pokémon nur, weil ich ein Level gestiegen bin. Und so geht das Ganze, dass ihr mehr Pokémon aufs Feld bringt. Und maximal könnt ihr insgesamt dann 6 Pokémon auf euer Feld bringen. Also ich versuche jetzt gerade euch noch irgendwie eine Entwicklung zu zeigen. Deswegen kaufe ich gerade von allem etwas, damit ihr auch seht, wie sich das verhält. Also ich kann auch mal refreshen. So, wir refreshen mal hier. Nachtara, oh, okay. Ist jetzt natürlich ungünstig, dass Nachtara keine Entwicklung hat. Das ist jetzt natürlich schade. Aber wir nehmen mal noch Glumanda mit. Wir refreshen mal. Wir haben noch einen Ogel. Aber ja, das ist hier schon mal so der grobe Aufbau. Auf der linken Seite seht ihr, ich zum Beispiel bin jetzt gerade der allerletzte Platz, weil ich noch am wenigsten gewonnen habe, also gar nicht. Hier seht ihr quasi das Ranking. Hier könnt ihr auch sehen, welche Pokémon die Gegner sich gefangen haben, auf welches Team die bauen. Weil natürlich gibt es auch nicht jede Karte unendlich oft. Ich habe zum Beispiel Nachtara Stufe 2. Das heißt, für ihn wird es schon schwerer, das Stufe 2 Nachtara zu bekommen und fast unmögliche Stufe 3 zu bekommen. Also müsst ihr auch immer gucken, welche Pokémon spielen die Gegner? Welches Team könnt ihr euch gut aufbauen? Was wird euch oft angeboten von der KI? Was kriegt ihr öfter mal? Aber wenn die Gegner schon darauf bauen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ihr mit eurem Team dann die maximale Stufe erreicht. Was aber auch nicht immer notwendig ist. So, ich rolle jetzt mal, weil ich will jetzt noch mal irgendein Pokémon, was ich entwickeln kann, würde ich ganz gerne noch leveln. Hier, so, Trassler. Ihr seht ja hier unten gerade mein Trassler. Wenn ich jetzt das letzte kaufe, seht ihr schon, hier sind 2 Sterne. Dann entwickelt sich das Trassler zu Kirlia, dadurch wird es stärker. Ihr habt Zugriff auf weitere Attacken. Zum Beispiel könnt ihr jetzt die Attacke hier wechseln auf diese Attacke. Weil das hier ist zum Beispiel eine Kugel, die quasi hinfliegt, an einem Ziel Schaden macht. Und das ist eine Kugel, die fliegt auf den Boden, explodiert dann und macht dann quasi ja, einen größeren Bereich Schaden an Gegnern. Hier so, jetzt hat er gerade relativ dicken Schaden bekommen. Schade, hier wäre es zum Beispiel klüger gewesen, wenn es Kirlia in die Frontline geschossen hätte, weil dann hätten wir Pantimos und Alola Vulpix getroffen. Und auch typisch für diese Art von Spielen habt ihr natürlich auf der rechten Seite hier noch quasi die Vorteile, die Buffs, die euer Team hat. So, wir nehmen noch einen Ogel mit. Das hier ist zum Beispiel Psycho. Was das hier alles bedeutet, wie gesagt, habe ich schon am Ende gesagt, zeige ich euch, wie man es relativ leicht übersetzen kann. Das hier ist Gestein, Unlicht, Evolis, sprich man kann auch die ganzen Evoli-Entwicklungen aufs Feld bringen und hat dadurch diverse Vorteile. Also das Spiel bietet schon eine gewisse Tiefe und alle paar Runden, wie ihr jetzt seht, hat man quasi einen NPC-Kampf. Also das hier ist jetzt gerade kein echter Spieler, sondern ein NPC-Kampf und von dem bekommt man am Ende des Kampfes immer noch mal einen Gegenstand. Das heißt, ich bin jetzt natürlich mit meinem Team gerade relativ verloren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Unlicht-Pokémon hätte, dann kann es auch sein, dass ihr nicht nur nützliche Gegenstände bekommt, sondern zum Beispiel auch einen Unlicht-Pin. Weil ihr seht zum Beispiel, es gibt 5 Unlicht-Perks, aber es gibt insgesamt nur 4 Unlicht-Pokémon. Und durch diese Pins könnt ihr diesen Perk quasi nochmal verdoppeln. Also nicht verdoppeln, sondern ich könnte meinem Nachtara dann diesen Unlicht-Pin geben und dann hätte ich jetzt nicht nur ein Unlicht-Pokémon, sondern schon 2. Und so funktioniert das Spiel auf jeden Fall, Leute. So sieht das Ganze aus. Und jetzt zeige ich euch noch mal das, was ich euch vorhin schon angekündigt habe. Und zwar, wie es aussieht mit den Übersetzungen.
Weil ich in letzter Zeit so süchtig nach dem Spiel bin, hat sich einer aus meiner Community, und zwar der gute Fandomas, deswegen liebe Grüße gehen raus an dich, und ich dazu entschlossen, dass wir zu diesem Spiel mal eine Webseite aufsetzen. Nicht wundern, Leute, dass hier noch nicht sicher steht. Wie gesagt, die Seite, die ist jetzt zwar schon online, aber wir sind noch nicht komplett fertig. Weil es ist unsere allererste Webseite, die wir gemeinsam gebaut haben. Und deswegen sind wir noch nicht ganz fertig. Wir befüllen die immer noch mit Inhalt. Wir achten auch darauf, dass wir natürlich regelmäßige Updates bringen. Aber ich will euch die Seite wenigstens mal kurz vorgestellt haben. Falls ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr da gerne raufschauen. Weil hier seht ihr schon, also es ist auf Englisch gehalten. Hier könnt ihr quasi schauen, was sind so die aktuellen Meta-Teams. Und auch natürlich, welche Gegenstände brauchen diese Pokémon zum Tragen, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen. Aber nicht nur das, Leute, wir haben auch die Synergien übersetzt. Also danke da nochmal an Fandomas. Hier seht ihr zum Beispiel die Feuersynergie. Jetzt seht ihr alle Feuer-Pokémon, die es gibt. Also in dem Falle Finks, Glumanda und Hoplo. 2 Feuer-Pokémon, der Damage ist um 8% erhöht, 16, 24. Hier habt ihr quasi die direkte Übersetzung. Das heißt, wenn ihr das Spiel am PC oder am Handy spielt, könnt ihr parallel diese Seite offen haben und könnt da gucken, wie ihr das Ganze macht. Also ihr könnt es quasi in Echtzeit für euch übersetzen, dass ihr gucken könnt, in welche Richtung ihr bauen wollt. Hier zum Beispiel Wasser. Also hier habt ihr die ganzen Synergien, die es im Spiel gibt, habt ihr hier einmal erklärt und könnt da dann nach eure Teams bauen. Aber nicht nur das, nicht nur diese Synergien haben wir haben auch die getragenen Gegenstände. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig und nicht wundern, Leute, weil, wie gesagt, die Seite ist noch nicht fertig, die ist noch nicht perfekt. Wir arbeiten aber dran, dass sie immer besser wird mit der Zeit. Hier seht ihr die getragenen Gegenstände und ihr habt da die Übersetzung zu. Also jetzt als Beispiel, wir haben ja gerade das Ei. 20% Schadensreduktion, nachdem du eine Runde verloren hast, bekommst du 2 zusätzliche Trainer-Erfahrungspunkte. Und so könnt ihr quasi auch die Gegenstände, die euch gerade in Echtzeit im Spiel gedroppt werden, könnt ihr hier nachschauen, wie die Übersetzungen von den Gegenständen sind. Zum Beispiel hier, die Brille macht plus 40 Spezialangriff. Das würde jetzt natürlich auf einen Nahkämpfer, wie zum Beispiel ein Maschok oder ein Machomai, würde diese Brille keinen Sinn machen. Das macht halt eher Sinn auf Spezialangreifer. Und hier habt ihr eine Liste mit allen Gegenständen im Spiel und die passende Übersetzung. Aber auch da hört es noch nicht auf, Leute. Wir haben auch schon die ersten Meta-Team-Comps getestet und schon eingespeist. Das heißt, wir haben hier Team-Comps. Ihr seht ja schon, S-Tier ist so das Stärkste. Das sind so die Meta-Teams, die man aktuell bauen kann. Das heißt, wenn euch dieses Team hier zum Beispiel gefällt, könnt ihr hier einfach raufklicken. Da seht ihr, wo die beste Position für das jeweilige Pokémon ist. Zum Beispiel Felinara ist am besten in der hinteren Reihe, weil es ein Spezialangreifer ist. Das heißt, das Pokémon verträgt weniger, macht aber massiven Schaden. Und dann habt ihr hier unten auch schon die besten Gegenstände. Das heißt, auf Felinara plus 40 Spezialangriff haben wir ja gerade schon gesehen. Hier weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, was es macht. Und wenn ihr im Spiel auflevelt, bekommt ihr irgendwann auch die ultimative Fähigkeit. Das heißt, dass Pixie und Felinara eure beiden Main Carries sind und die anderen sind quasi Ergänzungen. Ihr seht hier schon 1, 2, 3, 4 Feen-Pokémon, also habt ihr sogar noch ein Seilchen, was dazu kommt, ein Gengar. Und so sieht das Ganze dann aus und so könnt ihr euch dann quasi durchspielen, könnt gucken, was kommt. Zum Beispiel kommen viele Kampf-Pokémon bei euch, dann könnt ihr sagen, ey, ich würde jetzt mal diese Team-Comp hier probieren mit Kampf. Die Seite ist übrigens komplett kostenlos, Leute. Wir haben hier keine Werbung geschaltet oder so. Also ihr könnt da einfach raufgehen. Das ist für uns beide ein Hobby. Hier habt ihr auf jeden Fall, ihr könnt sie mindestens benutzen für die Übersetzungen, für die Synergien, die getragenen Gegenstände. Und ihr könnt hier sogar eure eigenen Teams bauen. Ich habe ja auch einen Community-Server auf Discord, Leute, da könnt ihr auch sehr gerne beitreten. Und zwar könnt ihr einfach eure eigenen Team-Comps bauen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Glumanda hier hinsetzen. Mit einem Klick darauf entwickelt sich zu Glutexo. Wenn ihr zum Beispiel sagt Glutexo, dann ist zum Beispiel, nehmen wir mal noch ein Feuer-Pokémon mit. Nehmen wir noch Finks. Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, für den muss man halt Hyper-Rollen, dass man den auch zu Phoenixes entwickelt. Dann ist hier zum Beispiel noch ein Trassler. Und das Einzige, was noch nicht geht, sind die getragenen Gegenstände. Da sind wir gerade noch an der Arbeit. Und Leute, ihr müsst es erstmal screenshotten. Das heißt, ihr könnt denn eure Team-Comp, wenn ihr sagt, ey, diese Comp habe ich jetzt getestet, die ist so gut, die will ich mit anderen Leuten teilen, einfach eure Team-Comp hier aufbauen, screenshotten und in so einen Discord reinstellen und mit den Leuten teilen, weil vielleicht kriegen wir so noch ein paar mehr Leute, die dieses Spiel für sich entdecken und die darauf Bock haben. Am Handy funktioniert das Ganze übrigens noch etwas leichter, weil auch beim Handy könnt ihr dann einfach auf unite.qq.com gehen, könnt ihr das runterladen. Am selben Handy könnt ihr noch WeChat runterladen, aber deswegen zeige ich das jetzt nicht noch extra, weil das ist ja noch der leichteste Weg, dass ihr da quasi euch das besorgt und runterladet. Aber Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel, viel Spaß beim Zocken. Ich hoffe, dass wirklich viele Leute dieses Spiel für sich entdecken, weil mir persönlich als Pokémon-Fan macht es unfassbar viel Spaß. Ich finde es extrem gut gelungen, das Spiel. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. Auf meinem Community-Discord könnt ihr dann gerne eure Teams posten. Und Leute, genießt die Zeit im Spiel, weil
Meine große Hoffnung ist ja, dass das Spiel bald in Deutschland auch verfügbar ist. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute, würdet ihr euch diesen Modus auch in Deutsch wünschen? Weil klar, der Fandumas und ich, wir haben jetzt unser Bestes gegeben, damit das Spiel auch in Chinesisch spielbar für euch ist, damit ihr da Spaß haben könnt. Aber wer von euch wünscht sich dieses Spiel in Deutschland? Schreibt mir in die Kommentare, ich freue mich auf euch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Bubu.